Wenn wir uns die Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen in Deutschland anschauen, dann sehen wir, dass Deutschland immer wieder deutlich hinter anderen entwickelten westlichen Ländern liegt. Und immer wieder kommen auch verschiedene Erklärungen für diese schlechte Zulassungszahlen. Und heute schauen wir uns diese Aussage, dass die Ladepreise ein Grund dafür sind, dass die Elektrofahrzeuge in Deutschland nicht so oft zugelassen werden. Und heute werde ich euch in diesem Video zeigen, dass das nicht der Hauptgrund ist, egal wie oft das wiederholt wird. Schaut man sich die Rangliste genauer an, dann sieht man immer wieder, dass Norwegen ganz vorne liegt, und tatsächlich ist jetzt letztes Jahr und dieses Jahr sind etwa 97% aller Neuzulassungen reine Elektrofahrzeuge. Und wenn man Norwegen erwähnt, dann hieß es immer wieder, ja, Norwegen kann man mit Deutschland nicht vergleichen, weil weiß man auch nicht genau. Man wirft irgendwelche Gründe, die überhaupt nicht stimmen, und heute zeige ich euch, dass Deutschland und Norwegen sehr wohl vergleichbar sind. Wenn man sich die Karte von Norwegen anschaut, sieht man, dass das tatsächlich ein sehr großes Land ist. Etwa 90% der Bevölkerung wohnt aber unter dieser Linie und etwa 80 bis 85% wohnen unter dieser Linie. Die längste Strecke, die man mit dem Auto absolvieren wird, ist wahrscheinlich Oslo bis Stavanger, Oslo bis Bergen, vielleicht nach Trondheim, da sind maximal 600 Kilometer. Also auch die Strecken sind mit Deutschland vergleichbar. Die wenigsten Deutschen werden in Deutschland mehr als 700, 800 Kilometer fahren. Und selbst das ist sehr selten. Wenn man sich zum Beispiel die Hauptstadt anschaut, Oslo, weil es heißt, ja, Oslo ist eine kleine Stadt. Oslo ist gar keine kleine Stadt, sondern Oslo hat etwa 750.000 Einwohner, ist vergleichbar mit sehr vielen deutschen Städten und ist deutlich größer als viele deutsche Städte. Und je nachdem, wie man Oslo misst, sind im Umfeld sogar 1,7 Millionen Einwohner, die dort um Oslo pendeln und wohnen. Und wenn man sich auch die Kaufkraft anschaut, dort sind die Gehälter ein bisschen höher, aber dort sind auch Lebensmittel und andere Sachen deutlich teurer. Und durch die schwache Währung jetzt dieses Jahr, das sind Daten aus 2024, 2025 sind die Gehälter tatsächlich sogar angeglichen worden und die Kaufkraft ist sehr wohl vergleichbar. Also Norwegen und Deutschland kann man sehr wohl vergleichen, dann muss es irgendwelche andere Gründe geben. Wie sind dort die Ladepreise? Über die Ladepreise habe ich euch schon im Sommer ein Video gezeigt, meine Erfahrung mit den Ad-Hoc-Preisen und andere Preise in Norwegen. Da habe ich euch gezeigt, dass die Preise überhaupt nicht sehr günstig sind, und im Gegensatz zu dem Video von Vision eDrive, die haben auch eine Tour durch Norwegen gemacht. Die haben auch gezeigt, dass einige Ladepreise günstiger als die Schweiz sind, aber wenn man sich das genau anschaut, dann sind die Preise überhaupt nicht sehr günstig, und das war auch mein Kritikpunkt. Und genau das bestätigt auch dieser Norweger mit diesem Video. Wer Norwegisch nicht sprechen kann, die Überschrift ist: Schnellladen kann teurer sein als ein Diesel, und Schnellladen ist teuer. Und genau das ist auch meine Erfahrung im Zusammenhang mit dem Dieselpreis, der momentan dort sehr, sehr günstig ist, teilweise günstiger als in Deutschland, was auch sehr bemerkenswert ist, denn die Spritpreise in Norwegen waren immer deutlich teurer als Deutschland, teilweise 30, 40, 50 Cent, und jetzt sind die Preise angeglichen und teilweise sogar unter dem deutschen Preis, was ich erstaunlich finde. Und wenn man sich auch die Preise an den Schnellladestationen anschaut, dann sehen wir, dass die Preise teilweise natürlich durch die schwache Währung in Euro ein bisschen günstiger geworden sind, aber immer noch im Bereich von 55 bis 60 Cent sich bewegen. 50 bis 55 ist ungefähr der Schnitt. Und genau damit hat er auch gerechnet und auch einen Vergleich gemacht, dass wenn man nur am Schnelllader lädt, der Diesel deutlich günstiger ist als ein Elektrofahrzeug. Und trotzdem kaufen sich die Norweger keine Dieselfahrzeuge. Also kann also nicht an dem Ladepreis an der öffentlichen Ladestation liegen, dann muss es vielleicht an dem Preis zu Hause liegen. Und auf dem Kanal haben wir auch dieses Thema besprochen, das Laden zu Hause. Und dort habe ich euch gezeigt, dass die Strompreise in Norwegen mittlerweile gar nicht mal so günstig sind, weil Norwegen auch an dem europäischen Markt teilnimmt und die Preise auch ungefähr die gleichen sind, ohne die Abgaben, also reiner Strompreis wie in Deutschland.
Dann kommen auch die zusätzlichen Gebühren wie die sogenannte Netzleihe und andere Gebühren, und dadurch, dass dort auch nicht nur die Kilowattstunden, sondern auch die Kilowattleistung gemessen wird. Das heißt, wie viel Kilowatt Leistung entnehme ich, das habe ich alles in diesem Video erklärt. Dann kann es sehr wohl sein, dass man ungefähr je nach Kilowattstundenverbrauch, umgerechnet auf die Kilowattleistung und die monatliche Gebühr, irgendwo zwischen 15 und 20 Cent die Kilowattstunde zu Hause bezahlen muss. Und selbst wenn man sagt, okay, es sind 15 Cent, sagen wir mal 10, 15 Cent Differenz zu Deutschland, im schlimmsten Fall sind das immer noch 2 bis 2,50 Euro pro 100 Kilometer im schlimmsten Fall, teilweise sogar günstiger, je nachdem, was für ein Fahrzeug gefahren wird. Also es kann ja nicht auch an dem Strom zu Hause liegen. Der Strompreis ist zwar in Deutschland ein bisschen höher, aber nicht so hoch, dass man sagt, okay, das kann man sich nicht bezahlen. Und deutlich günstiger als mit dem Dieselfahrzeug. Und genau das hat der Norweger auch gezeigt. Auch in Norwegen gibt es Miethäuser, auch in Norwegen gibt es Leute, die nicht zu Hause laden können. Aber wenn man auch größtenteils zu Hause laden kann, dann ist es auch deutlich günstiger. Und genau dasselbe habe ich euch auch in diesem Video gezeigt, wo ich euch veranschaulicht habe, dass jeder, der sich einen Verbrenner kauft, heutzutage Geld einfach aus dem Fenster rauswirft, teilweise bis zu 1000 Euro pro Jahr. Es sind also nicht die Ladepreise an den Schnellladestationen sind vergleichbar, sogar in Deutschland durch Abos, ob man jetzt Abos gut findet oder nicht, aber dadurch kann man teilweise für 40 Cent laden. Das können die Norweger nur unter Umständen bei Tesla-Fahrzeugen an den Tesla Superchargern laden, ansonsten muss man ungefähr 45 bis 50 Cent bezahlen. Und trotzdem werden dort mehr Elektrofahrzeuge zugelassen. Es kann also nicht sein, dass was dieser Renault Manager behauptet, es liegt definitiv nicht an den Ladepreisen. Ladepreise und die ganze Thematik, das wird von einigen Leuten gepusht. Das ist teilweise problematisch, aber das ist nicht der Hauptgrund. Und das muss auch nicht der Hauptgrund sein, weil die Leute auch Eigentum haben. Und in Deutschland gibt es etwa 13 bis 15 Millionen Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, wo man definitiv wahrscheinlich laden kann, wenn nicht alle gleichzeitig, vielleicht in der Nachbarschaft. Also es gibt definitiv die Möglichkeit, irgendwo zu laden, und diese ganzen Leute haben aber noch kein Elektrofahrzeug bestellt. Wieso? Teilweise, weil die Fahrzeuge sehr teuer sind, immer noch im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, aber viel wichtiger, die Deutschen kaufen keine Neufahrzeuge, das machen die gewerblichen Kunden. Und erst dann kommen diese Fahrzeuge auf den Markt. Also das ist eine Besonderheit in Deutschland. Es liegt definitiv nicht an den Ladepreisen, sondern an der Art und Weise der Beschaffenheit von Fahrzeugen in Deutschland. Zum anderen, diese ganzen Firmenflotten, die sind noch nicht umgestiegen, und die Problematik, was dieser Renault Manager nicht anspricht, ist, dass man mittlerweile 6 bis 7 Monate auf ein Elektrofahrzeug wartet. Und der Hersteller, der die Fahrzeuge fast sofort ausliefern kann, innerhalb 4 bis 5 Wochen, der wird von diesen Gewerbekunden teilweise verbannt, aus verschiedenen politischen Gründen. Wir haben auch natürlich, das habe ich euch wiederum in einem anderen Video gezeigt, NBW Manager, die meinen, sobald der Unterhalt vom Diesel teurer ist als Elektrofahrzeug und die Preise ungefähr gleich sind, dann sind die Ladepreise auch vertretbar. Allerdings sehen wir, dass die Ladepreise in Norwegen im Vergleich sogar zu dem Haushaltsstrom deutlich teurer sind als in Deutschland, denn teilweise sind die 40 Cent, die hier abgerufen werden, 45 Cent, je nachdem, wo man lädt, sind das vergleichbare Preise mit den Preisen zu Hause. Aus diesem Grund finde ich die Ladepreise in Deutschland schon, wenn man sich das Ganze auch anschaut, im Vergleich zu Norwegen angemessen. Dadurch, dass der Preiskampf meiner Meinung nach entstanden ist und so wenig Elektroautos auf den Straßen sind, müssen sich diese ganzen Anbieter, CPOs, auch ein bisschen Preiskampf leisten. Es gibt sogar Klagen, denn die Auslastung an den Schnellladestationen ist gering, unter 10, unter 7%, wobei in Norwegen die Auslastung deutlich größer ist, und trotzdem sind die Preise auch sehr hoch. Aus diesem Grund meine ich auch, dass die Ladepreise nicht der Hauptgrund sind, sondern die fehlende Information. In Deutschland sind sehr viele Leute direkt im Automobilsektor beschäftigt. Diese sind auch zum Elektrofahrzeug teilweise
nicht zugeneigt. Wir haben auch sehr viele Falschinformationen, die verbreitet werden, und so entsteht ein Gesamteindruck, dass die Elektrofahrzeuge noch nicht ausgereift sind, und wie gesagt, das Hauptargument aus meiner Sicht ist die fehlende Information, dass die Elektrofahrzeuge marktreif sind und natürlich auch die Zukunft sind und auch sehr viel Geld für den Halter sparen können, insbesondere wenn man auch zu Hause lernen kann, wie auch in Norwegen. Wenn wir auch über Zulassungszahlen reden, dann müssen wir schauen, dass wir zumindest alle Leute, die jetzt ein Einfamilienhaus haben, oder zumindest nicht alle, aber die sich jetzt ein Fahrzeug besorgen, dass sie auf Elektro umsteigen, und dann wird sich auch die Kurve ein bisschen ändern, und demnächst werde ich auch ein Video machen mit einer Prognose für die Jahre 2030 und 2035, und da werden wir wieder Norwegen als Beispiel nehmen, denn die Zahlen sind tatsächlich sehr vergleichbar mit Norwegen und die Entwicklung dort über die Jahre. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr das Thema seht, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.